In den nächsten Minuten zeige ich dir, warum dein Paddleboard eine Patchbox Quintet benötigt und erkläre dir die Unterschiede der verschiedenen Varianten. Eine Patchbox bindet alle Anschlüsse deines Paddleboards an einer Stelle und erleichtert dadurch den Aufbau von einer Bandprobe oder von einem Gig. Das fertig verkabelte Paddleboard ist eine geschlossene Einheit. Du musst es nur noch auf den Boden stellen, Gitarre und Amp anschließen und kannst loslegen. Ich zeige dir hier die Basisvariante, die Patchbox Quintet Core. Am Ende des Videos zeige ich die Unterschiede der anderen Varianten. Die Patchbox Quintet Core funktioniert so, dass alles, was auf der einen Seite eingesteckt wird, auf demselben Kanal auf der gegenüberliegenden Seite wieder herauskommt. Ohne Klangfärbung, True Bypass mit 5 elektrisch komplett voneinander isolierten Kanälen. Dadurch funktioniert jeder Kanal auch in beide Richtungen, kann also Eingangs- oder Ausgangskanal sein. Bei der Variante Quintet Core sind die ersten 4 Kanäle mit den schwarzen Buchsen Monokanäle, der 5. Kanal mit der weißen Buchse ist Stereo, kann aber auch Mono verwendet werden. Du kannst durch die einzelnen Kanäle fast beliebige Signale hindurch senden, nur keine Speaker-Level-Signale. In diesem Setup nutzen wir die Patchbox, um ein Paddleboard für eine 4-Kabel-Methode zu verkabeln. Was ist die 4-Kabel-Methode? Es gibt klangformende Effekte wie Verzerrer. Diese sollten optimal vor dem Amp sein und zeitbasierte Effekte, Delay, Reverb und so weiter, die am besten in der Effektschleife des Amps sind. Die Außenbuchse des ersten Kanals nutzen wir als Eingang für die Gitarre. Auf der Innenseite gehen wir dann weiter in den ersten Effekt im Signalweg. Vom ersten Effekt gehen wir zum nächsten Effekt. Aus dem letzten Effekt, der vor dem Amp sein soll, gehen wir zur Innenbuchse des zweiten Kanals. Von der entsprechenden Außenbuchse gehen wir zum Eingang des Amps. Nun formt die Vorstufe des Amps das Signal. Danach geht es aus der Sendbuchse der Effektschleife wieder hinaus. Wir gehen über den dritten Kanal wieder in die Patchbox hinein und von dort zum ersten zeitbasierten Effekt. Jetzt könnten wir noch zu weiteren zeitbasierten Effekten, wie zum Beispiel einem Reverb. In diesem Fall haben wir nur einen, also gehen wir vom Ausgang dieses Effektes wieder zur Innenbuchse von Kanal 4 der Patchbox. Von der entsprechenden Außenbuchse gehen wir zur Return-Buchse der Effektschleife des Amps. Die Patchbox leitet jetzt also das Gitarrensignal direkt zum ersten Verzerrer, dann geht es zum zweiten, dann zum Eingang des Amps. Aus der Sendbuchse der Effektschleife des Amps gehen wir zu unserem ersten zeitbasierten Effekt und danach wieder zurück zu der Returnbuchse des Amps. Das heißt, Verzerrer befinden sich vor dem Amp, vor der Vorstufe des Amps, zeitbasierte Effekte in der Effektschleife des Amps. Der 5. Kanal, der wie gesagt auch bei der Quintet Core Stereo ist in diesem Beispiel nicht verwendet. Wir könnten ihn verwenden, um einen Kanalumschalter des Amps anzuschließen. Ein weiterer Vorteil von Patchboxen ist, dass sie außerdem die Buchsen der Effekte schonen, da diese nicht belastet werden beim täglichen Auf- und Abbau. In der Patchbox selber sind hochwertige Neutrik-Buchsen verbaut, die auch die angeschlossenen Stecker nicht so arg belasten und trotzdem guten Halt bieten. Eine weitere Variante ist die Patchbox Quintet Stereo, bei der alle Kanäle Stereo sind. Wenn ihr also mehr als einen Stereokanal benötigt, ist das eure Wahl. Die dritte Variante ist die Patchbox Quintet Ultra, die ich hier jetzt montiert habe, zu erkennen an den beiden weißen Buchsen. Diese Patchbox hat eine Menge an Sonderfunktionen, von denen ich hier jetzt 2 erklären werde. Die erste Sonderfunktion ist, dass die Patchbox automatisch stumm schaltet, wenn außen keine Gitarre angeschlossen ist. Das heißt, wenn diese Buchse hier leer ist, kommen keine Störgeräusche aus dem Amp. Eine weitere Besonderheit ist, dass ihr es erlaubt, das Pedalboard für einen Amp mit Effektschleife zu verkabeln. Ihr könnt trotzdem das gesamte Pedalboard auch beispielsweise mit eurem Übungsamp zu Hause verwenden, wenn der keine Effektschleife hat. In dem Fall würdet ihr die beiden weißen Buchsen leer lassen. Die Patchbox verbindet dann diese beiden Kanäle. Das heißt, ihr kommt mit dem Gitarrensignal rein, geht durch eure Verzerrer, danach geht es direkt in eure zeitbasierten Effekte und dann zum Eingang des Amps. Außerdem kann die Quintet Ultra Signale passiv splitten. Ihr könnt also beispielsweise gleichzeitig in euren Amp und in ein Recording-Interface gehen. Ihr könnt euer Pedalboard in Stereo verkabeln und wahlweise an 2 Amps gehen oder das Stereosignal zu Mono summieren und noch viele weitere Anwendungsfälle, die ihr auf der Artikelseite erklärt seht. Alle Quintet Patchboxen sind auch montiert an verschiedenen Patchbays erhältlich. Hier seht ihr eine Variante für die Seite von Pedal Train Pedalboards. Die würdet ihr dann ungefähr so seitlich unter dem Pedalboard montieren. Vorteil wäre, dass die Patchbox keinen Platz auf dem Pedalboard benötigt und ihr auch noch 230 Volt für das Netzteil unter dem Board durch die Kaltgerätedurchführung hindurchleiten könnt.